Der Tannenbaum steht öd und leer. Die Kinder schauen traurig daher. Doch da lässt Kobi einen krachen. Da haben wir alle was zu lachen. Denn so kann man auch mit kleinen Sachen uns allen eine Freude machen. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Santa Blockstar und ja, Freunde, so traurig wie dieser Tannenbaum sah mein Tannenbaum doch gar nicht aus, oder? Das Kobi GWP, das es gerade gibt, wollte ich euch einmal zeigen. Schauen wir uns natürlich hier auf meinem Kanal nochmal an. Aber was fällt auf? Dieses Tannenbaumformteil ist voller Leere. Hier haben wir keine einzelne Kugel. Wir sehen nichts dran. Wir haben oben hier angedeutet mit einem goldenen Stud eine Tannenbaumspitze, aber es fehlen die Christmas Tree Decorations und genau die hat Kobi uns beschert, quasi vor den Heiligen Abend, die selbstgebauten, aus Klemmbaustein zusammengesteckten Weihnachtskugeln, die ihr in die Äste eures vielleicht öden oder auch wie bei mir nicht so öden Tannenbaum hängen könnt, egal ob Plastik oder in echt. Ich liebe das Fest der Feste, weil ja oft Klemmbausteine unter dem Baum hängen. Warum dann nicht auch Klemmbausteine in den Baum hängen? Deswegen mag ich die Idee von Kobi. Wir haben hier Sets so immer um die 50 bis 75 Klemmbausteine aus dem Hause Kobi. Und ich fange mal an, es euch zu zeigen. Wir haben hier die 20.009. Wir haben hier unseren Mistelzweig mit einer Zuckerstange. Wir haben die 20.011, unseren Santa mit Brille. Wir haben die 20.012, unseren Schneemann mit der Karottennase. Wir haben die 20.013, unseren Gingerbread-Mann, unseren Lebkuchenmännchen. Und wir haben die 20.014, unseren Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Was auffällt ist, dass wir keine 20.010 haben. Vielleicht hatte Kobi mal vor, hier noch ein Set rauszubringen oder vielleicht kriegen wir nächstes Jahr vielleicht mit der 20.010 alle Sets zusammen. Wer weiß, wer weiß. Wichtig ist aber ja trotzdem das Geheimnis, was sich in diesen Kartons verbirgt. Das schauen wir uns exemplarisch an einem Set gleich hier auf den Bautisch an. Dann bauen wir natürlich alle diese Kugeln und freut euch auf die Fakten. Die haben es heute in sich wie Glühwein mit Schuss. Ja, Freunde, da liegen die 5 Ornamente auf dem Bautisch und weil Ornament der richtige Name ist, gehen wir alle nochmal durch, denn wir haben hier mit der 9 am Ende 2009 oder 20.009 die Holiday Ornaments mit 51 Steinchen. Wir haben hier unseren Santa Claus mit der 20.011 mit 75 Steinchen. Wir haben den Snowman mit 59 Steinchen, die 20.012, den Gingerbread Man mit 73 Steinchen, die 20.013 und natürlich die 20.014 mit 67 Steinchen, unseren Reindeer. Wahrscheinlich ist Rudolph the Red-Nosed Reindeer ein geschützter Name. Wir schauen uns die Rückseite an, die ist überall gleich. Das hatten wir ja schon bei den Roman Sets bzw. bei den Gladiatoren. Ihr erkennt vielleicht hier oben den Hinweis von mir auf dem i, dass ihr euch das Kobi komplett, wie sagt man, Programm bei mir euch mal reinziehen könnt, denn da habe ich zum Beispiel über diese Römer-Sets geredet. Da war bei den Battle Packs auch die Rückseite überall gleich. Ganz lustig ist, dass Kobi uns doch bittet, alle zu sammeln. Collect them all. Ich baue jetzt für euch alle, aber da der Inhalt ja überall irgendwie gleich sein wird, machen wir exemplarisch jetzt hier einmal unseren Rudolph auf, schauen, was sich da drin verbirgt. Und dann baue ich alle und dann gibt es wirklich tolle Fakten rund um das Fest der Liebe. Problem ist immer, dass diese Kartönchen hier leicht kaputt gehen beim Öffnen, da die Pappe hier nicht so dick ist. Da spart Kobi. Und dann haben wir hier einen leeren Karton, eine kleine Anleitung, Postkarten groß, ab 5 Jahren die Altersempfehlung. Und hier haben wir unseren Rudolph, nenne ich jetzt trotzdem so auf dem blauen Hintergrund, gefällt mir. Und dann haben wir ja die typische Kobi-Anleitung. Wir haben ja hier jetzt, in diesem Fall haben wir 3 Tüten mit den 67 Steinchen. Die reißen wir auf und dann bauen wir drauf los. Und ihr seht schon, diese kleine Anleitung ist ziemlich vollgepackt mit Bausteps. Ziemlich viele hier bei der 5 zum Beispiel. Und dann klemmen wir einfach drauf los, nachdem wir uns die Steine sortiert haben. Und sind dann mit den Baustep 14 fertig. Ihr wisst ja, das
Bauanleitung keine Seitenzahlen haben und Pfeile uns den Weg weisen, wenn wir was klemmen wollen. Und in diesen kleinen Vierecken mit den runden Ecken sind die Steine, die wir brauchen, und wir haben Anlegehilfen wie hier, da wo mein Daumen ist, dass wir wissen, welchen Bar wir nehmen, in welcher Länge oder auch auf welches Teil. Ganz lustig ist, dass die Seite mit dem letzten Baustep schon auch die Hälfte der Anleitung ist, denn dann kommen noch die Steine, die wir generell verbaut haben. So könnt ihr sehen, wenn ihr euch verbaut habt oder ein Teil fehlt, dass man das hier unten monieren kann nämlich. Und dann sehen wir das, was ich am meisten feiere, nämlich dass Kobi im Rahmen dieser ganzen, ich nenne sie mal Dezemberwelle oder Novemberwelle war es ja eher, hier die Nativity-Scene-Serie wieder aufgelebt hat. Wir kriegen eine neue Krippe. Die stelle ich euch natürlich auch vor. Die 20.006. Und auf der Rückseite dann alle anderen Sets rund um Weihnachten. Zum Beispiel das GWP, das ich euch hier schon zeige, das Christmas Gift, die 20.008 und dann die üblichen Ornamente für den Tannenbaum. Es fehlt noch die 20.007, nämlich Christmas Eve, Heiligabend, aber das werde ich euch hier mal später in einem Video vorstellen. Jetzt bauen wir alle unsere Weihnachtsbaumanhänger. Ich wünsche euch viel, viel Spaß bei den Fakten und dann sehen wir uns nach dem Speedbild. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über Christbaumkugeln und Ornamente, über das vielleicht deutscheste an Weihnachten, über den Christbaumschmuck. Wusstet ihr, dass allein in Deutschland jedes Jahr mehr als 29 Millionen Weihnachtsbäume geschmückt werden? Das bedeutet, dass jährlich Milliarden von Kugeln, Lichtern und Ornamenten im Einsatz sind. Aber woher kommt eigentlich diese Tradition und wie hat sich Christbaumschmuck über die Jahrhunderte entwickelt? Die Tradition, Bäume zu schmücken, geht auf heidnische Rituale zurück. Schon in der vorchristlichen Zeit wurden immergrüne Zweige genutzt, um Häuser im Winter zu dekorieren. Der erste Weihnachtsbaum, wie wir ihn heute kennen, wurde im Jahr 1419 in Freiburg im Breisgau dokumentiert. Er war mit Obst, Nüssen und Lebkuchen geschmückt. Im 17. Jahrhundert begann man in Deutschland, Weihnachtsbäume mit Kerzen zu beleuchten. Dies symbolisierte das Licht Christi. Bis heute sind Lichterketten ein fester Bestandteil des Christbaumschmucks. Die klassischen Christbaumkugeln, die heute weltweit beliebt sind, wurden im 19. Jahrhundert in Lauscha, Thüringen, erfunden. Der Glasbläser Hans Greiner fertigte im Jahr 1847 die ersten mundgeblasenen Kugeln, weil Äpfel und Nüsse als Baumschmuck damals zu teuer waren. Lauscha ist bis heute ein Zentrum für handgefertigten Baumschmuck. Wusstet ihr, dass jährlich etwa 120 Millionen Christbaumkugeln weltweit verkauft werden? Allein in Deutschland sind es rund 25 Millionen Stück pro Jahr. Die Christbaumschmuckindustrie ist ein riesiger Markt. Weltweit werden jährlich über 5 Milliarden Euro mit Christbaumschmuck umgesetzt. Deutschland ist eines der Länder mit der größten Nachfrage. Rund 80% des Christbaumschmucks, der in Deutschland verkauft wird, stammt allerdings aus China. Die beliebtesten Farben für Christbaumkugeln variieren von Jahr zu Jahr, aber Rot und Gold bleiben die Klassiker. In den letzten Jahren sind auch matte Töne und Pastellfarben im Trend. Interessant ist, wie unterschiedlich Weihnachtsbäume weltweit geschmückt werden. In den Vereinigten Staaten sind Bäume oft sehr bunt, mit Kugeln, Schleifen und Figuren. In Skandinavien werden eher natürliche Materialien wie Holz, Stroh und Papier verwendet. In Japan und China, wo Weihnachten kein traditionelles Fest ist, setzen viele auf moderne LED-Beleuchtung und futuristische Designs. In den letzten Jahren hat sich ein Trend zu nachhaltigem Schmuck entwickelt. Recycelte Materialien, handgemachte Dekoration und sogar essbarer Baumschmuck wie Kekse oder getrocknete Orangen werden immer beliebter. Etwa 15% der deutschen Haushalte nutzen bereits nachhaltigen oder selbstgemachten Baumschmuck. Kuriose Fakten zum Abschluss: Der größte Weihnachtsbaum der Welt stand im Jahr 1950 in Seattle in den Vereinigten Staaten und war 67 Meter hoch. In Deutschland verbraucht ein durchschnittlicher Weihnachtsbaum etwa 20 bis 30 Ornamente und 15 Meter Lichterketten.
Jedes Jahr gibt es einen Wettbewerb in den Vereinigten Staaten, den Ugly Christmas Tree Contest, bei dem der hässlichste Baum prämiert wird. Christbaumschmuck ist nicht nur Dekoration, sondern auch ein Stück Geschichte und Tradition. Mit über 600 Jahren Entwicklungsgeschichte und einem Milliardenmarkt weltweit bleibt er ein fester Bestandteil unseres Weihnachtsfestes. Egal ob glänzende Kugeln, glitzernde Lichter oder nachhaltige DIY-Optionen, der perfekte Schmuck bringt jeden Baum zum Strahlen. In diesem Sinne viel Spaß beim Schmücken und eine frohe Weihnachtszeit. Und natürlich wünsche ich auch allen, die mit diesen christlichen Ritualen nichts am Hut haben, auch schöne Feiertage. Interessant doch wirklich, wie deutsch das Weihnachtsfest ist, obwohl wir hier in diesem Video Klemmbausteine aus Polen an meinen Plastikbaum aus China hängen. Nach fast genau einer Stunde Bauzeit liegen sie da, unsere Christmas Tree Decorations aus dem Hause Kobi. Unser Reindeer, der Snowman, der Gingerbread Man, Santa Claus und die Holiday Ornaments. Wobei das hier alles hier irgendwie Ornamente oder Kugeln sind. Was Kobi nicht dabei hat, was ihr euch besorgen müsst, sind dann natürlich irgendwelche Bändchen, so wie hier, so goldene Glitzerbändchen oder Haken, um halt diese Kugeln an euren Weihnachtsbaum zu hängen. Ihr bekommt gleich, wenn wir diese 5 kleinen Sets besprochen haben, natürlich Detailbilder, diesmal etwas anders, nämlich direkt von meinem Weihnachtsbaum. Ja, aber besprechen wir erst einmal die Sets und was haben wir über an Steinchen. Wir haben bei manchen Sets Steinchen über, bei manchen nicht. Wir fangen mal random an hier beim Snowman. Die Anleitung, ich habe es ja euch gesagt, ganz simpel zu lesen, schnell zu bauen und auch wirklich nichts Schweres dabei. Typisch Kobi, relativ vollgepackt, habe ich euch gesagt. Also die sind hier wirklich zu vernachlässigen. Wir haben durch die Bank weg ja auch hier eine Altersempfehlung von 5+. Schauen wir uns unseren Snowman an. Typische Kobi-Bauweise, nämlich viel hier über Brackets gelöst. Man baut hier einen kleinen Klotz mit großen Brackets und dann baut man mit Baurichtungsumkehrensteinen und Slopes die Kugelformen oder die Gesichter, die teilweise bedruckt sind. Und hier haben wir auch keine richtige Mohrrübe, sondern so ein typisches Kobi-Cone-Teil, so eine Spitze. Geht sogar gar nicht ab, so gut ist das hier drauf genoppt. Ich will es euch aber zeigen. Ist so gut dran, Freunde, ich kriege es gar nicht durch die konische Form ab. Ich wollte es euch zeigen, aber ihr seht, es ist so gut vernoppt. Ich kriege es gar nicht ab. Wir haben ja hier drunter so eine Art Jumper-Doppellänge, wie wir sie bei Kobi kennen. So gut hält dann die Nase. Was ja auch gut ist, so eine Christmas-Kugel, so ein Snowman-Gesicht als Weihnachtskugel soll ja auch ewig halten. Und halten hängt es dann hier an diesen Haken, der sogar dieses alte Kobi Metallic hat, beziehungsweise dieses Grau-Metallic, auch wenn es dann hier nur 2 Noppen sind. Aber es wirkt schön homogen und rund und weil es fast überall glatt ist, außer hier hinten. Aber wir schauen uns ja nachher nochmal am Weihnachtsbaum an. Bei unserem Rudolf haben wir sogar 2 Steinchen über. Die Anleitung genauso einfach zu lesen. Wir haben hier eine kleine Finne und ein kleines Barstück über. Das geht gleich in mein Kobi Reste Schälchen. Anleitung war genauso einfach zu interpretieren. Und auch hier haben wir ein schön bedrucktes Gesicht, diese typischen Röhrenelemente von Kobi. Auch hier diesen Haken, der hier auf einer Jumper hängt. Und hier auch die gleiche Bauform mit dem Klotz in der Mitte, den wir hier bauen, mit den längeren Brackets. Und dann bauen wir hier die Slopes als Verkleidungen herum, die großen Slopes und die Eckslopes. Und schon bekommen wir ein rundes Kugelgesicht eines Rentiers mit roter Nase. Vom Schnupfen oder vom Alkohol, wer weiß das schon. Dann haben wir kennen die Figur mittlerweile sehr neu aus Filmen wie Schreck. Und wir haben auch hier Stein über, nämlich einmal den Bügelperlenapplikator und eine Bügelperle. Also hier haben wir sogar etwas mehr. Auch hier eine Anleitung, die sehr leicht zu lesen ist. Geht an die Seite. Und wir haben unseren Gingerbread Man, der ein bisschen, aber es ist typisch Kobi, wie soll ich sagen, ein bisschen sieht man die Spaltmaße und was ich auch ein bisschen spack finde ist hier, aber es hält ganz gut, also ich kann hier wackeln, ist der Kopf, der hier mit dem Loch in der 1x2er Flat-Teil auf diese,
einmal Einser mit Jumper an der Seite, also Baurichtungsumkehr auch, die Kobi ja so von, glaube ich, Mega Construct übernommen hat, auf dem Hals drauf hängt. Und es ist halt, hier hinten sieht man es, es geht nicht ganz drauf, weil es hier an der Kante reinsticht. Aber es hält trotzdem ewig und sehr gut. Also ich hoffe, es hält ewig, aber es hält sehr gut. Was halt ein bisschen auffällt, sind die Spaltmaße hier bei dem Figürchen. Aber ja, typisch Kobi, wir kennen es halt so. Trotzdem sieht es niedlich aus. Wem stört, der arbeitet hier die Angusspunkte noch auf die Rückseite. Ich finde es ganz okay. Mich stört es halt nur ein bisschen. Es ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, weil es bei so einem Lebkuchenmännchen ja auch keine Spaltmaße geben würde. Höchstens, wenn wir es dann essen im Mund. Trotzdem finde ich es super, super niedlich. Aber es ist die Bauweise, es ist Kobi. Also das ist wirklich jetzt hier, ja, streicht diesen Kritikpunkt eigentlich. Aber ihr seht es ja ein bisschen so, ja, tolle Bautechniken auf jeden Fall. Und hier muss ich die Händchen nochmal zusammendrücken, so. Also drückt, wie es geht, und dann hat man dieses kleine braune Männchen. Dann unser Center, der vielleicht lustigste von diesen Kügelchen oder Anhängern oder Aufhängern. Auch hier die Anleitung leicht zu lesen. Die haben wir auf der Rückseite nochmal auch alles abgebildet. Und auch das GWP, das ihr da oben seht. Und dann haben wir hier unseren Center, schön bedruckt, richtig cool gelöst ist hier diese, ja, ganz simple Technik des Barts mit diesen 1x2er Plates, die rounded sind, und dann diesen, ja, einmal 1er rounded oder an der Kante gerounded oder sharp, ich weiß nicht genau, wie man es aussprechen würde, diese Steine, um diesen Bart hinzukriegen. Dann natürlich diese Knubbelnase und die bedruckten 2x2er Round Slopes mit der Stufe drinne, damit wir das Gesicht bekommen. Und auch diesen Gap, den wir hier einbauen, um auch hier diese, ja, Illusion eines Mundes hinzukriegen. Eine der schönsten dieser Aufhänger, oder vielleicht sogar der schönste. Er ist schön rund. Wir haben oben die Zipfelmütze in Rot. Und ja, wir sehen kaum Noppen, beziehungsweise gar keine Noppen. Wir können halt nur hier drinnen erahnen, dass wir Klemmbausteine haben, beziehungsweise hier sieht man es. Also ein richtig cooler Aufhänger. Der wird auch in Front so an den Tannenbaum dann bei mir platziert. Finde ich richtig gut. Und dann, ja, etwas, was ich nicht ganz verstehe. Erstmal muss ich hier ganz durchs Bild greifen, weil da hinten, na, ihr seht es, da hinten liegt noch ein kleines Stück Bar. Das ist über. Das hole ich jetzt nicht, weil sonst würdet ihr nur einen schwarzen Ärmel sehen. Und wir haben hier so einen roten Bolzen über, den wir nämlich ganz oft verbauen, hier in unseren Kranz. Bautechnisch ist dieser Kranz auch das anspruchsvollste, weil ich das hier in der Anleitung erst nicht so ganz gecheckt habe, dass wir das hier zusammendrücken müssen und dann ein bisschen zusammen biegen. Dabei ist es aber nicht so einfach, weil hier wirklich kaum Klemmkraft vorhanden ist. Ihr kennt das bei diesen 2x2er Round Plates, da hat man ja nicht so die Möglichkeit, viel die Noppe unterzubringen. Aber ihr seht auch, so nicht machen, sondern so machen, so eindrehen, dann geht es auch. Was schade ist halt, dass wir hier eine Zuckerstange dabei haben, die eigentlich cool gebaut ist, und ich habe das schon ganz oft bei Kobi Bauwerken, wo wir diese Stangen zusammengesteckt haben. Also es gibt ja schon mal so Rot, Weiß, Rot bei Schranken und so weiter, wo ich gedacht habe, Mensch, eine Zuckerstange wäre richtig cool aus Kobi, und die ist auch cool, aber sie ist halt hier mit diesen Ornamenten nicht so ganz verbunden, und ich habe auch, also ich kann sie nirgendwo dran machen. Ich muss gucken, wie ich es hinbekomme. Vielleicht, dass ich das einzeln aufhänge, halt mit einem dieser roten Schnüre, aber ich habe hier kein Loch zum dran machen. Also ich muss irgendwie gucken, dass ich es vielleicht so ranhänge oder wie auch immer. Oder hier versteckt hinten mit einem Klemm, ja, irgendwie das reinklemme, oder nochmal gucke, ob ich es umbaue. Oder hänge ich es einfach so rein, muss ich mal schauen. Ja, vielleicht hänge ich es einfach so rein, weil es irgendwie zwei eigentlich sind. Und auf dem Foto, ihr seht es ja, hängen die eigentlich so nebeneinander, aber ich habe hier gar nicht die Möglichkeit. Also deswegen vielleicht auch durchs Loch, mal gucken. Irgendwie werde ich schon hinkriegen, aber dieser Mistelkranz sieht mit am coolsten aus und hat halt tolle Steine. Hier unser Hinge-Element mit den Rounded, einmal Underslopes hier und dann hier diesen Bolzen, diese rote Punkte. Also der wirkt richtig schön. Anspruchsvoller vielleicht als alle anderen, aber neben dem Center vielleicht eines der schönsten dieser Ornamente. Ihr dürft ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche ihr am coolsten findet. Und ich glaube, ich hänge es hier einfach rein und dann ist auch gut. Und dann wird gleich dieser Kranz aufgehangen. Wie gesagt, diesmal bekommt ihr quasi Real-Life-Live-Bilder. Wir sehen uns gleich vor meinem Tannenbaum. Ja, liebe Freunde, wie versprochen, Einblicke, sehr private Einblicke
in meinen Tannenbaum, wie die Christmas Tree Ornaments von Kobi dort hängen. Hier unser Reindeer, ich habe es euch gesagt, mit so einer goldenen Kordel haben wir es festgemacht. Es gibt ja auch hier, wenn ihr mal schaut, bei meinen Christmas-Kugeln auch solche Metallhaken. Aber hier haben wir jetzt die Bänder genommen. Das sieht irgendwie besser aus. Und dieses kleine Rentier mit der roten Nase wirkt auch ganz gut im Weihnachtsbaum. Nicht wundern, als Klemmbaustein-Liebhaber habe ich natürlich einen Weihnachtsbaum aus Plastik. Hier dann etwas weiter oben, mehr Richtung Sonne, auch wenn er dann vielleicht leichter schmilzt. Unserer kleiner Weihnachtsschneemann mit der Karottennase, die ich nicht abkriege. Dann gehen wir weiter hoch zu den Ornaments. Und wie ihr seht, habe ich die Zuckerstange reingehangen. Und wenn ihr mal genau guckt in meinen Weihnachtsbaum hier, ich habe überall Zuckerstangen sowieso versteckt. Deswegen passt es ganz gut, dass wir hier am Fest von Heiligabend bzw. Weihnachten bzw. Santa Claus, das war die Überleitung, hier die Zuckerstange versteckt haben. Er wirkt etwas tief hängend, weil das kann ich euch sagen, diese Kobi-Anhänger sind wirklich etwas schwer. Die Äste biegen sich alle etwas durch. Jetzt hier bei dem leichteren, wenn wir nochmal zurückgehen, dann nicht so, aber bei allen anderen Klemmbausteine sind schwer. Da hängen dann die Äste etwas durch. Kann natürlich auch hier an meinen Draht-Plastik-Weihnachtsbaum hängen, den wir uns mal in Zeiten des blöden Viruses holen mussten, weil wir um Heiligabend krank waren und somit keinen Tannenbaum schlagen konnten. Hier dann unser Gingerbread Man, den habe ich ganz nach oben bei 2 Ästen verhangen, weil er sehr schwer ist und er steht auch auf 2 Ästen, weil das mit ja die schwerste Figur ist hier an meinem Tannenbaum. Und jetzt schaue ich nochmal, dass ich hier für euch einen kleinen Überblick machen kann. Von unten kurz der Tannenbaum bis hin nach oben zur Spitze. Und da seht ihr auch mich, hallo. Und das war's dann aber hier. Gehen wir mit den Schneemann zurück in mein Bauzimmer zu den letzten Worten. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass ich mir vom Christkind gerne 100.000 Abonnenten unter den Tannenbaum legen lassen würde. Aber diesen Wunsch wird mir wohl das Christkind, egal wie brav ich war, dieses Jahr nicht erfüllen können. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Nicht zu träumen gibt es an diesen Sets, die ich euch normalerweise im letzten Part meiner Videos immer zeige, aber ihr habt es gesehen, die 5 Anhänger habe ich direkt an meinen Christbaum, an meinen Weihnachtsbaum, an meiner künstlichen Tanne gehangen. Ob so eine Tanne jetzt nun besser oder schlechter ist, sei dahingestellt. Ich habe es euch gesagt, ich habe sie im Krankheitsfall gekauft, denn der gelbe Fluss bzw. der blaue Fluss hat uns diese dann gesendet. Ihr wisst, der Strom aus Südamerika. Und somit konnte ich auch als kranker Mensch mir am 24. einen Baum da hinstellen. Und den schmeißt man natürlich nicht weg, deswegen nutzen wir ihn jetzt so lange, wie er nur irgendwie hält. Und somit retten wir ein bisschen das Leben von einigen Tannen. Aber ihr könntet mir auch so ein bisschen das Leben retten, nämlich ihr wisst, warum mache ich diese Videos? Weil ich gerne von euch höre, weil ich gerne wissen möchte, wie fühlt ihr Klemmbausteine, wie fühlt ihr Kobi? Und deswegen natürlich beim Thema Weihnachten würde ich mir gerne wünschen, welches Set würdet ihr euch denn gerne von Kobi unter den Weihnachtsbaum vom Christkind legen lassen? Schreibt mir es bitte gerne in die Kommentare und wenn ihr solche Fragen auch an andere habt, teilt gerne dieses Video. Ich kann euch sagen, meine Wünsche, was die Weihnachtsset angeht, habe ich mir komplett erfüllt. Es gibt ja noch einige Sets mit dem Thema Weihnachten aus dem Hause Kobi. Die werde ich euch auch noch dieses Jahr vorstellen. Also dranbleiben lohnt sich. Genauso wie lange warten und das schlechte Essen der Eltern und die alten Kekse von der Oma am 24. bis endlich die Glocke geläutet wird, wenn Bescherung ist. Ihr kennt das alle. Familie. Aber Weihnachten ist das Fest der Familie und der Liebe. In diesem Sinne, seid nett zueinander. Ich bin es zu euch auch. Auf Wiederbauen und schöne kommende Feiertage. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.